Stars, I'm a fool for your love. Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video im Kanal. Ich hoffe, euch hat das letzte Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ja, in diesem Video, Leute, geht es darum, dass ich euch sagen werde: Ist Schalten ohne Kupplung schädlich? Falls ihr nicht wisst, was ich meine, Leute, dann schaut doch gerne auf meinem Kanal auf das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Da erkläre ich, wie das funktioniert. Ziemlich ausführlich, paar Minuten. Ja, heute geht es darum, ist das Ganze schädlich? Ist das Ganze nicht so schädlich? Was sind meine Erfahrungen damit? Und ja, was halte ich davon? Also erstmal kann ich sagen, Leute, es ist schädlich, das ist klar. Ohne Frage, es ist schädlich. Und jetzt klären wir, warum, Leute. Warum ist das überhaupt schädlich? Also, ihr habt im letzten Video gesehen, wie das funktioniert. Und wenn ihr da diesen Gasstoß gebt und ihr den Gang reintretet, baut ihr halt extrem Druck auf eure Kupplung auf. Und wenn es halt mal nicht klappt, habt ihr halt einen extremen Druck auf der Kupplung. Das ist nicht ganz so optimal. Weil ihr müsst euch das vorstellen. Ich hoffe, ich laber jetzt keine Scheiße. Ich bin Elektriker, Leute. Also wenn ich irgendwie Müll erzähle, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ich habe so was Ähnliches. Wie so eine Gabel, ganz grob erklärt. Mit so zwei Zacken dran. Und die drückt halt sozusagen die Gänge rein, so. Und wenn ihr halt da zu viel Druck aufbaut, kann die entweder verbiegen oder halt extrem schnell abgenutzt werden. Ist halt beides nicht optimal. Aber ja, wenn man das halt relativ smooth macht, passiert dem das auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Dann ist es nicht so gut für die Kupplung, weil ihr halt immer, also wenn ihr es jetzt wieder nicht so gut macht, habt ihr halt einen extremen Ruck auf der Kupplung. Das heißt, die Kupplung rutscht jetzt mit so ein kleines Stückchen mit. Ist auch nicht so optimal. Ich kann jetzt einfach mal von meinen Erfahrungen reden, was ich so für Erfahrungen gemacht habe mit dem Schalten ohne Kupplung. Also wie gesagt, mein Bike hat jetzt 24.000 Kilometer runter, ziemlich genau. Und ja, Leute, ich will jetzt einfach mal sagen, was mir in der Zeit so aufgefallen ist, was an meinem Bike passiert ist, was ich so für Nachteile hatte. Oh, und ja, ich hoffe, ich habe beim letzten Video nicht so viel vorausgenommen. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Das erste, mir ist eigentlich bis jetzt noch nichts aufgefallen. Ich hatte von Anfang an zwischen 5 und 6 manchmal einen Zwischengang, wenn man den Gang mal nicht zu 100% reingezogen hat. Und ja, das passiert dann einfach, Leute. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Das hatte ich auch vorher schon, bevor ich das Schalten ohne Kupplung geübt habe. Ja, ist halt nicht so geil. Aber summa summarum, was soll man machen, Leute? Ja, viel mehr ist mir dann eigentlich bis jetzt nicht aufgefallen. Ich habe es ja wie gesagt am Anfang auch ein bisschen schlecht gemacht. Die Verschleiß bei der Kupplung ging, ja moin Digga, bei der Kette ging ein kleines Stückchen nach oben, aber auch nicht allzu doll. Aber will ich mir das antun, Leute? Eigentlich muss ich tanken, Mann! Was ist das denn schon wieder für eine Scheiße hier? Mann, ey, ich dreh jetzt hier. Kein Bock mehr auf den Kack, Alter. Ach, Bruder, grüß mich halt nicht. Mann, ich bin schon so abgepackt, Leute. Ich könnte ausrasten. Das tue ich mir hier mal ganz gepflegt nicht an, Digga. Das können die aber mal ganz gepflegt vergessen hier, Alter. Das tue ich mir doch nicht freiwillig an, Leute. Es ist ein Tag schön. Ja, weiter zum nächsten Video, Leute. Ich jetzt einfach weiter mit dem Thema mit Schalten ohne Kupplung. Ja, wie gesagt, mir ist jetzt noch nichts aufgefallen.
Ich kenne auch jetzt noch keinen, der damit der deswegen Probleme bekommen hat. Ja, auf YouTube gibt es halt viele, die ein paar Probleme hatten. Aber bei der Duke persönlich habe ich jetzt noch keinen gesehen oder gehört, der davon halt Probleme bekommen hat. Aber ja, muss ja jeder für sich entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wie gesagt, falls ihr ausprobieren wollt, ich hafte für nichts, heute, wenn da irgendwas kaputt geht. Es kann passieren. Das ist wie gesagt nicht die gesündeste Art zu schalten, aber es ist halt manchmal ganz praktisch. Manchmal auch ganz geil, weil es sich teilweise anhört wie ein Quickshifter und man ab und zu mal Fehlzündung hat. Aber ja Leute, würde ich sagen, war's das mit dem angenehmen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst unbedingt ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute!